Servus Leute, wir machen heute mal ein Frage-Antwort-Video. Wir wollen heute mal so ein bisschen auf die Kommentare der letzten Videos eingehen. Wir haben natürlich größtenteils auch schon unter den Videos beantwortet, aber natürlich sehen es mehr Leute, wenn wir das hier in einem Video machen. Deshalb fortan, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir wollen sowas in Zukunft jetzt öfter machen, dass wir mal so ein paar Kommentare rauspicken und darauf eingehen. Deshalb ohne große Umschweife fangen wir jetzt mal an. Beim letzten Video jetzt 2 Kommentare, die sind ungefähr gleich, die sind ins Auge gestochen. Kernaussage ist, Scooter-Tuning in Deutschland stirbt gerade. So, woran macht man das fest? Natürlich, wenn man auf der Straße guckt, jetzt sieht man nicht mehr so viele Aerox wie zum Beispiel vor 10 Jahren und so weiter. Es wird natürlich viel Baumarktkram gefahren und so weiter, ist uns hier allen bewusst. Aber das ist in anderen Szenen wie, weiß ich nicht, in der Vespa-Szene, in der Mofa-Szene und so weiter, ist es doch ähnlich. Also man sieht ja kaum noch einen Mofa oder eine schöne Vespa auf der Straße. Das verlagert sich halt zu den Enthusiasten. Und so sehe ich das bei uns eigentlich auch, dass die Leute, die noch dabei sind, das natürlich viel ernsthafter betreiben als die vielen Leute vor 10 Jahren, die ein bisschen auf der Straße rumfahren. Das heißt, jetzt besteht die Szene, glaube ich, mehr aus Leuten, die das halt richtig ernsthaft betreiben, sei es im Rennsport oder im Customizing oder sonst was. Früher waren es halt viele Jugendliche, das hat sich jetzt verlagert, Führerschein durch 17, Zweitakt, neue Abgasnormen und sowas. Neues iPhone. Neues iPhone, ne? Also sowas. Also die Szene hat sich nur verlagert, ich finde es alles ein bisschen professioneller geworden. Deshalb, also Und grundsätzlich, dass das stirbt, ich glaube, der Kommentar oder die Meinung ist schon so alt wie die komplette Scooter-Szene. Die Scooter-Szene stirbt seit 2006. Ja, ich wollte gerade sagen, also das kann man seit 2006 oder sogar noch vorher kann man das auch überall lesen, dass die gerade jetzt in diesem Moment wirklich am Sterben ist. Also ja. Ihr könnt auch gerne Geld spenden. Damit wir hier noch essen können. Ja. Nee, gut, das nur schon mal zu dem Thema. Oh ja, hier, Ultimate, wirklich. Ansage war, ich musste in 30 Jahren bei keinem Zweitakter Ultimate fahren. Dann bist du den falschen Zweitakter gefahren. Oh, direkt eine harte Ansage. Aber es geht jetzt nicht um Zweitakt oder Viertakt. Es geht grundsätzlich nicht um Zwei- oder Viertakt, sondern es ist halt einfach eine Verdichtungsfrage. Ich glaube, das wurde auch irgendwo zufälligerweise von mir schon beantwortet. Per se kannst du natürlich nicht sagen, dass ein Zweitakter jetzt irgendwie diesen oder jeden Sprit braucht oder nicht braucht. Ich habe auch diverse Zweitakter, die fahre ich mit Super, währenddessen wir natürlich hier unsere Fahrzeuge vorzugsweise mit Ultimate befeuern. Wir haben jetzt diesen Sprit auch nicht nur geholt für dieses Video, für dieses Fahrzeug. Wir pulvern diesen Sprit in all unsere Fahrzeuge rein und das sind doch teilweise noch deutlich stärkere Motoren als der jetzt gerade auf dem Prüfstand steht. Ja. Da haben wir vielleicht auch direkt die Überleitung zu dem Kommentar, der gesagt hat, was, 600 Milliliter Öl, das ist doch viel zu viel. Nein. Auf 20 Liter? Auf 20 sind 1:30, 1:33, sogar etwas weniger sogar noch. Es gibt keinen nennenswerten Nachteil, beziehungsweise kenne ich nur einen Vorteil daraus, mehr Öl zu fahren. Ihr könnt gerne euren Nachteil benennen dadurch, weiß ich nicht. Der eine oder andere würde vielleicht sagen, dass es zu teuer ist auf die Dauer oder... Wenn man verbraucht mehr Öl. Gut, andere fahren vielleicht 1:50. Ich habe halt auch Motoren, die laufen mit deutlich weniger Öl, aber wie gesagt, wir benutzen den Sprit auch für unsere andere Fahrzeuge, unter anderem für einen Zweizylinder. Oder auch für unsere Rennmotoren, die halt im Rennen betrieben werden. Und da muss man sich dann halt einfach die Frage stellen, ob man Gefahr laufen möchte, einen Motorschaden zu riskieren, weil man dann halt 200 Milliliter oder 100 Milliliter weniger Öl gefahren ist. Ja, dann gibt es immer wieder die obligatorischen Hauptsache HCs SR im Background-Kommentare. Um das nochmal kurz aufzugreifen, das Thema, ihr habt es ja mitbekommen, wir machen weiter an dem Projekt. Wir haben da einen speziellen neuen Auspuff bestellt. Den Auspuff, den wir haben wollen, der hat eine längere Lieferzeit. Das heißt, wir wissen aktuell noch nicht genau, wann der Auspuff hier eintrifft. Da wir aber genau diesen haben wollen, warten wir gerne ein bisschen länger und machen dann entsprechend weiter. Wir nehmen euch da aber komplett mit. Sobald der Auspuff da ist, gucken wir uns den zusammen an, vergleichen das ein bisschen, machen am Roller weiter. Der HC selbst hat auch noch einen komplett schwarzen Innenraum neu bestellt bei Aprilia, dass das Ding nochmal richtig schick aussieht. Das heißt, da gibt es noch ein paar schöne Schmankerl später. Achso, noch eine gute Frage zur ZIP. Ist der Zylinder bearbeitet? Nein, der Zylinder ist nicht bearbeitet, der ist so gesteckt. Das ist also der Zylinder, den ihr so im Shop kaufen könnt. Den könnte man natürlich noch bearbeiten. Wir liegen jetzt bei ungefähr 20 PS, was dann bearbeitet rauskäme. Ja, kann man nur schätzen, kommt auf die Komponenten an. Mehr. Ja. Ne? Welche Bedüsung, weißt du das noch? Du hattest ihn gestern auf, den Vergaser? Ja, es ist eine 90er Hauptdüse drin. Die Information ist allerdings für 98% der Leute irrelevant, da die Bedüsung ja bekanntlicherweise mal vor Ort auf die Gegebenheiten angepasst werden sollte und muss. Ansonsten
Ja, das kann heißt, das schnell gewesen sein. ne, das heißt, wenn Das ihr, ist keine Allerweltsdüse oder sowas. das heißt, Oder wenn die optimale Düse. ja, wenn ihr jetzt bei den Temperaturen zum Beispiel 90er Düse fahrt, kann sein, dass das, oder das wird mit Sicherheit, wenn es wärmer wird, schon wieder nicht mehr hinhauen. Das ist halt, hängt von vielen Faktoren, Wetter, Luftdruck und so weiter ab. Oder andersrum, ihr habt das Fahrzeug im Sommer abgestimmt mit einer 90er Hauptdüse und fahrt jetzt bei den Temperaturen bei den Gefrierpunkt, wird auch nicht so gut und so lange funktionieren. Geht der kaputt, meinst du? Ja. Nächste Frage. Was ist das für ein Kabel mit dem sensorähnlichen Ding am Vergaser, den ihr da verbaut habt? Choke. Der Choke. Ja, das ist der Choke. Das ist einfach nur der Choke, ein Kabelchoke. Ja, Mit Kabelchoke. einem Stück Bowdenzug dazwischen. Genau. Ansonsten, was er sonst, aber das hat man, ich weiß nicht, ob man es im Video gesehen hat, wir haben noch einen Abgasttemperatursensor, der hängt das Kabel aber unten raus, mit dem Prüfstand oder mit dem Tacho verbunden und dann sieht man die Abgastemperatur und hat dann noch einen Orientierungspunkt, was die Bedüsung angeht, bezüglich der Abgastemperatur. Man sieht dann kurz vorher auf dem Display, dass das Fahrzeug gleich kaputt geht. Ja, dann gibt es halt noch regelmäßig so Kommentare, wie geil, dass wieder mehr Videos kommen. Ja, finden wir auch geil. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Sachen, die ihr gerne sehen würdet, dürft ihr auch gerne alles in die Kommentare schreiben. Würde uns auch mal interessieren, ob wir es dann umsetzen oder umsetzen können. Das müssen wir dann natürlich sehen. Aber wir haben natürlich immer Interesse daran zu wissen, was ihr gerne sehen möchtet. Ich habe nur ganz leise gepupst. Ey! Dicker! So, das war's. Daniel hat keine Fragen mehr gefunden. Wenn ihr noch welche habt, haut's in die Kommentare rein. Wir machen das jetzt, wie gesagt, regelmäßig, wenn ich den Daniel dazu überreden kann. Und, Hier sind noch jede Menge Fragen, aber du hast es einfach unbeantwortet gelassen. welchen denn? Was ist das? Das ist doch keine Frage. Ich habe jetzt die relevanten Fragen habe ich rausgesucht. Die haben wir jetzt hier beantwortet. Stellt mal den Gilera vor. Das ist keine Frage. So, das war unser Frage-Antwort-Video. Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, bitte gerne unten in die Kommentare. Dann suchen wir uns beim nächsten Mal wieder welche raus, worauf wir eingehen können. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst uns mal ein Abo da, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Das war's für den Moment. Wir wünschen euch alles Gute und sagen HD. Du musst auch was sagen, Daniel. Also wenigstens bei der Verabschiedung kannst du dich ein bisschen mit Wir einbringen. machen jetzt so ein Universal-Outro. Nee, das geht Doch, nicht. doch. Warte. Tschüss. Und das schneidest du jetzt immer da rein, wenn ich mich verabschiede. Ja, aber Universal-Outro. Ja gut, okay. Macht's gut, ciao. On you.